Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute werden wir über die Firma Hüttig unterhalten. Es geht um die Firma Richard Hüttig. Er war vom Beruf Tischler und arbeitet um 1850 in Berlin in einer Präzisionstischlerei für Kameras aller Art. Er legte auch eine Meisterprüfung ab und dann fing an, Kameras zu kopieren nach dem französischen System beziehungsweise Kameras nach Louis Daguerre und nebenbei entwickelte ein paar eigene Modelle. Die wachsende Nachfrage nach Fotoapparate veranlasste ihn einfach nach Dresden zu umsiedeln, weil Dresden war damals der Mittelpunkt der Fotoindustrie. So ab etwa 1887, 88 war ansässig in Berlin. Später, um 1890, kam auch der Sohn Karl in elterlichen Betrieb und nun nannte sich die Firma Kunsttischlerei fotografischer Apparate Richard Hüttig und Sohn. Entwickelte inzwischen aber eigene Kameras und die Zubehör und die Teile waren eigentlich von fremden Lieferanten. Nebenbei hat er einen Detailhandel betrieben, einmal in Berlin und der nächste Betrieb war in Österreich, in Wien. Dort firmierte er sehr viel und oft mit folgendem Inserat: größtes und ältestes Kamerawerk des Kontinents. In anderen Zeitungen stand wieder größtes und ältestes Kamerawerk Europas. Er stellte auch groß an, dass er 800 Beschäftigten in seinem Betrieb hat. Langsam mit der Vergrößerung der Betriebe und dem Absatz kamen auch unternehmerische Fälle und Situationen, die nicht unbedingt positiv waren, und die Produktvielfalt und die Schwierigkeiten von Lieferanten und die mangelnde finanzielle Liquidität brachten sehr große Probleme für die Firma. Es kam sogar so weit, dass der Vater Hüttig im Gefängnis landete. Eine Vielfalt an Rollfilm- und Plattenkameras waren im Programm und zu diesem Zeitpunkt wurden etwa 90 Grundtypen produziert mit über 400 Varianten und in 8 verschiedenen Bildformate. Es war so umfangreich, dass fast jeder Fotoapparat ein Unikat ist. Etwa 1909 wurde die Firma ICA, Internationale Kamera Aktiengesellschaft, entstanden, die 1926 durch die Großfusion zu Zeiss-Ikon AG gekommen ist. Karl Hüttig bekam eine leitende Position in die neue Firma und verpflichtete sich für 50 Jahre in keiner Weise an irgendeine andere Konkurrenzunternehmen zu beteiligen. Das war natürlich für ihn zu wenig. Er verlor an Bekanntheit, verarmte und mit Hilfe der Stadt Dresden bekam einen Platz in einem Altersheim. Aber zurück jetzt zu unserem Fotoapparat. Der Fotoapparat
ist eine Hittig-Lloyd Bauzeit, ich würde sagen, um die Jahrhundertwende. Manche Tatsachen sprechen dafür, aber schauen wir genauso an. Das Gehäuse ist aus Holz, die Platte ist aus Aluminium und sehr viele andere Teile aus Eisen. Es ist eine Laufbodenkamera, lederüberzogen, Textil-Lederbalken und sie verwendet für Rollfilm das Format 8 x 10,5 cm und für Platten 8 x 10,5 cm. Die Optik ist Bausch und Lomb. Übrigens, das sind zwei deutsche Immigranten, die nach Amerika immigrierten und dort bauten eine Fabrik für Monokellinsen. Aus diesen Monokellinsen sind dann einfache Objektive und zu Schluss richtige Kameraobjektive und meistens einmal für die Kodak-Kameras. Der Verschluss bietet maximal ein Hundertstel Sekunde. Das Objektiv kann man in der Höhe und hinunter schieben, um gewisse Ungenauigkeiten, stürzende Linien und so weiter zu ausgleichen, aber auch dann seitlich, links und rechts. Der Brillantsucher ist neigbar, damit man Hoch- und Queraufnahme machen kann. Und die Rückseite ist ganz einfach abzunehmen, damit man auch den Film einlegen kann. Und hier ist die Kassetten oder die Rollfilmkassetten für Rollfilme oder man nimmt die Rückseite ab, dann für Platten. Diese Art von Rückwand haben wir oft in anderen Kameras gesehen und wir wissen jetzt nicht, wer von wem kopiert hat. Die Kamera muss in Österreich verkauft worden sein, weil hier ist ein Messingschild von einem Fotogeschäft im 16. Bezirk in Wien von Viktor Kralik. Das war eine Kamera von der Firma Lloyd, für die damaligen Verhältnisse, das älteste Kamerafabrik Europas oder des Kontinents. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.